Liebe kleine, wütende, pubertierende, traurige, fühlende und sehende, fröhliche, aktivistische Clara. Ich möchte dich erinnern an die Kämpfe, die du schon geführt hast, mit dir selber und mit deinem Umfeld. Ich möchte dich empowern und dir Mut zusprechen. Aussehen. Mario aus deiner Klasse hat heute zu dir gesagt, dass du hässlich bist, weil du Sommersprossen und zu lange Beine hast, dass du nicht süß bist, weil du gut in Mathe und Weitsprung bist und dass du nie einen Freund haben wirst, weil du im Orchester Klarinette spielst. Der Mario, der laut durch den Klassenraum gerufen hat, sie ist eine Hexe, guck mal, wie hässlich sie ist, der alle deine Valentinsrosen, die du durch die bekloppte Rosenversendaktion von deinen Mitschülern bekommen hast, einzeln kaputt gemacht hat, er wird, wenn er 20 ist, gegen eine Säule in einem Club rennen. Er wird sich den Kopf oder den Zeh stoßen und sich besoffen gegen die Säule lehnen. Du wirst ihm Eis holen müssen und es ihm an den Kopf oder Fuß halten müssen. Er wird dich um eine Zigarette bitten, ihr werdet zusammen rauchen und er wird dir besoffen erzählen, dass er die ganze Mittelstufe in dich verliebt war. Du wirst davon überrascht sein und ihm ehrlich antworten, dass du nie in ihn verliebt warst, dass du eher Angst vor ihm hattest, dass er dich wieder angreift, wenn du etwas sagst, was ihm nicht passt. Du wirst die Zigarette aufrauchen, du wirst ihm sagen, dass du das niemals vergessen wirst, was er zu dir gesagt hat mit den Sommersprossen und dass Männer sich nie für dich interessieren werden. Und er wird so dastehen und nichts sagen. Du wirst ihm ein Taxi rufen müssen und er wird dastehen und nichts sagen. Und wenn das Taxi da ist, wird er doch etwas sagen und zwar sowas wie, ja ey Clara, du bist echt besonders und ich würde dich eigentlich echt voll gerne mit nach Hause zu mir nehmen und so, aber ich denke immer noch, du würdest lieber Mathe machen. Und du wirst lachen und ihm recht geben. Ich würde wirklich lieber Mathe machen, wirst du sagen. Und du wirst zurück in den Club gehen und mit deinem Freund knutschen und so glücklich sein, dass du jetzt, wo du Erwachsener bist, nicht mehr so sehr von der Anerkennung dieses Lauchs abhängig bist. Und du wirst glücklich sein, dass du Sommersprossen hast und lange Beine und Klarinette spielen kannst. Und du wirst glücklich sein, dass du gut in Mathe bist. Es wird also alles okay werden. Du wirst viel kämpfen müssen, aber es wird okay werden. Du wirst Angst haben und du wirst triumphieren. Du wirst Aha-Erlebnisse haben, die dich 2 Schritte nach vorne schreiten lassen und welche, die dich zurücktreten lassen werden. 2 Schritte nach vorne und einen zurück. Zähle sie, schätze sie wert. Es wird sich lohnen, das ist ein guter Rhythmus für dich. Aussehen und Aktion. Ich schreibe dir direkt noch eine Geschichte aus deinem Leben auf, die sich zwar auch um Schönheit dreht, aber die deinen ersten eigenen Standpunkt beinhaltet. Bei euch in der Klasse gibt es eine komische Tradition, die sich in den Mittelstufen der Schulen aber fortzuführen scheint. Und zwar gibt es bei euch Listen, die durch die Klassenreihen gereicht werden, auf denen man bewerten kann, wie hübsch die Mädchen in der Klasse sind. Irgendein Junge hat das gestartet und die anderen Jungs machen mit. Es gibt so 15 Mädchen in der Klasse und ungefähr so 12 Plätze auf der Liste. Manche werden also auch vergessen oder ausgeschlossen. Nicht bewertet werden ist auch nicht gut. Man musste also auftauchen. Ich habe das als sehr brutal in Erinnerung, weil ich mich noch genau erinnere, wie Mariam diesen Zettel aufgeklappt hat und gesehen hat, dass sie ganz unten auf diesen Listen stand. Das war ganz schlimm. Sie war neu in der Klasse und sprach kaum Deutsch, aber man hat ihr angesehen, dass sie verstanden hat, um was es sich handelte. Beim nächsten Mal hast du in Absprache mit Freundinnen die Liste zerknüllt und quer durch den Klassenraum geworfen. Richtung Müll. Dafür bist du rausgeflogen. Vor der Tür stehen und Klinke runterdrücken. Heute ist das für mich deine erste eigene feministische Intervention. Deine erste Erfahrung der Unterbrechung, deine erste kleine Geste in Richtung feministischer Präsenz und Aktion. Hier kann ich anfangen zu zeichnen. Vor der Tür beim Klinke runterdrücken. Das ist die Bestrafung. Das wird noch oft passieren. Die Listen haben dann bei uns in der Klasse aufgehört, aber sie haben Spuren hinterlassen, weil wir die Listenplätze alle noch wissen. 2 Schritte nach vorne und einen zurück. Jetzt hat der Brief gerade keine logische Reihenfolge mehr. Du kannst also frei wählen, was dich am meisten interessiert. Mein Lieblingsabschnitt ist Sisterhood. Du wirst viele starke und kluge Mädchen und Frauen kennenlernen. Das nehme ich dir vorweg, weil es das Wichtigste ist, was ich dir mitgeben möchte. Sie werden dich sehen. Sie sehen dich schon jetzt. Sie werden dich sehen in deiner Verzweiflung, sie werden dich sehen in deiner Unsicherheit, sie werden dich sehen in deinem Kampf um Gerechtigkeit und sie werden dich vor allem sehen als einen verletzlichen und mutigen Menschen zugleich. Weil sie das kennen, weil alle mutigen Frauen auch verletzlich sind oder sein können, weil das zum Mut dazugehört. Wer angreift, muss angreifbar bleiben. Anfänglich wird es dir so vorkommen, als würde dir alles nur passieren, als würde das Leben halt so auf einen zukommen und du darin mitgehen. Später wirst du verstehen, dass diese Frauen, von denen ich dir noch mehr erzählen werde, nicht nur dich sehen, sondern als eine Wechselwirkung gibt. Du siehst sie auch. Du entdeckst sie und verstehst, hier muss ich verweilen. Hier muss ich zuhören, hier muss ich lernen. Sie werden dich sehen.
Sie werden dich fördern, sie werden deine Tränen trocknen, die Geweinten und die Nicht-Geweinten. Sie werden dich auf ihre Reisen mitnehmen, auf ihre Partys, sie werden dir Stipendien geben, sie werden dir zärtliche und fordernde Ratschläge geben, die so hilfreich sein werden und die man kaum nachlesen kann, weil es die so persönlichen Geschichten dazu braucht, um sie zu glauben. Sie werden dich in die Schranken weisen, wenn du über die Stränge schlägst, was du sehr oft tun wirst. Sie werden bei dir bleiben, auch wenn du sie verteufeln wirst. Sie werden die riesengroße Lücke, die du jetzt spürst, zu füllen wissen mit ihren Geschichten voller hoffnungsvollen Ausblicken. Sie werden mit den Archetypen und den Stereotypen, aber auch den gewöhnlichen Typen brechen. Sie werden dir Vorbilder sein können. Vorbilder, die dir als junges Mädchen fehlen und die mit den Rollen in Filmen und Romanfiguren, den Models und Pornos, die du während du noch ein Teenager bist, mitbekommst, brechen. Sie werden Vorbilder sein können, an denen du dich zu orientieren wagst, weil sie Gesprächspartnerinnen werden, weil sie reale Fantasien möglich machen, weil sie aufzeigen, so könnte ich auch sein in 10 Jahren. Sie werden auftauchen überall, wo du dich bewegst und darüber hinaus in Büchern. Du wirst dich bemühen, sie stolz zu machen. Sie werden ein Ansporn für dich sein, weil sie dich liebevoll herausfordern. Sie werden auch nicht nur Frauen sein. Sie werden dir andere Maßstäbe lehren. Sie werden dir zeigen, wie man wütend zärtlich sein kann. Es wird also alles okay werden. 2 Schritte nach vorne und einen zurück. Ich habe dir noch 25 Vorschläge aufgeschrieben. Es sind keine Regeln, sondern vielmehr Instrumente oder künstlerische Formeln, die ich in den letzten Jahren gelernt habe und die man mir gezeigt hat. Ich habe sie aufgeschrieben auf die Bitte meiner besten Freundinnen und Freunde hin. Außerdem habe ich dir noch eine lange Liste geschrieben mit Büchern, die du lesen solltest. Besser schneller als langsamer. Auf bald, deine Clara.